Hi, wir sind Tina und Dirk. Seit 2019 leben und reisen wir Vollzeit in unserem Campervan durch Europa und Asien und zurzeit sind wir in Griechenland. In dieser Episode nehmen wir euch mit in die Ruinenstadt Mystras und das antike Sparta. Genießen die herrliche Aussicht auf schneebedeckte Berge, bringen unseren Van in Kalamata mal wieder auf Vordermann, harren bei diesigem Wetter auf einem Stellplatz aus und dürfen uns am Ende auch noch über einen der traumhaften Strände Griechenlands freuen. Kommt mit! Ja, das waren gerade die ersten Postkarten, die wir hier sehen, seitdem wir in Griechenland sind. Wir sind jetzt gerade schon eine Stunde durch Kalamata gelaufen und haben wirklich, ja, einfach kein Glück. Es scheint keine Postkarten zu geben, solange keine Touristen hier sind, weil all die Läden, die potenziell welche verkaufen, sind eben einfach zu. Der hatte jetzt welche, aber ja, nicht nur, dass die Motive nicht wirklich schön waren, sondern auch, ja, die paar, die es gab, waren super ausgeblichen und zerbogen und ja, das wollen wir euch nicht zumuten. Also für diejenigen unter euch, die noch auf ihre Postkarte aus der Ferne von uns warten, sie kommt auf jeden Fall. Wir halten unser Versprechen, aber sie soll dann doch ein bisschen schön sein und ja, ich hoffe, dass ihr dann noch ein bisschen Geduld habt. Wir fahren jetzt die Straße von Kalamata hoch nach Sparta. Die wurde uns von mehreren von euch empfohlen, also lieben Dank dafür. Soll eine der schönsten Strecken Griechenlands sein. Wir sind gespannt, wir lassen uns überraschen. Auf den ersten Blick ist es ganz schön hier. Na, jetzt sind wir natürlich bei einer Kurve, wo ihr nichts seht, aber glaubt uns erwarten Berge. Ja, wir sind hier jetzt oberhalb von Mystras angekommen und da es schon kurz nach 7 ist und die Sonne langsam untergeht, haben wir jetzt einen Stellplatz ausgewählt, der schon auf Park for Night markiert war. Der ist es. Wie den irgendwann mal jemand gefunden hat, um ihn einzutragen, ja, das ist eine Frage für sich, weil der ist wirklich super abgelegen. Wir sind jetzt hier gerade 3,5 Kilometer relativ steil in gefühlten 100 Serpentinen den Berg hochgefahren. Aber ja, hier oben ist super ruhig, die Aussicht ist ein Traum. Hier da hinten, hinterm Camper, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu hell gegen das bisschen Restlicht. Da sind Berge, schneebedeckte Berge, hätte ich ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet. Und hier unten ist Mystras und das wahrscheinlich Sparta. Und ja, definitiv eine Nacht, in der wir mal wieder heizen werden müssen. Unten hatten wir 18 Grad heute, hier oben gerade 11. Also es ist natürlich jetzt auch schon später. Ist okay.
Genießt du die Aussicht über Mystras? Ja, ist schön hier. Idyllisch. Okay, überraschenderweise sind die Stätten tatsächlich geöffnet, trotz Corona. Aber die Kirchen und alle Monumente, die sind geschlossen und abgesperrt. Das heißt, man darf nur so auf dem Gelände rumlaufen. Das kostet 12 € pro Person. Ist uns ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu viel. Wir haben ja schon mit der Drohne einen Blick reingeworfen. Meinst du? Ja.
Ja, nachdem wir uns gestern Nachmittag die Ruinen von Sparta angeschaut haben, die hier hinter der Ecke sind wir dann einfach hier stehen geblieben und haben die Nacht hier verbracht. Denn ja, wir wollten gestern Abend noch mit Freunden skypen und ja, wollten dafür einfach sicherstellen, dass wir gutes Internet haben. Das ist hier in der Stadt natürlich immer ein bisschen einfacher als irgendwo in abgelegenen Bergen. Das hat auch super geklappt. Auch die Nacht war super ruhig. Hier ist nur irgendwie ein Kindergarten, der aber auch geschlossen hat. Es ist Ostersonntag heute. Ja, es muss nicht immer irgendwie ein toller Stellplatz am Strand sein. Hier in der Stadt geht auch. Ja, war alles super entspannt. Jetzt fahren wir zurück nach Kalamata, also nochmal die schöne Straße entlang, auch wenn ja heute es leider relativ diesig ist und nicht mehr so schönes Wetter wie gestern, aber naja, es ist wie es ist. Und dann wollen wir die Westküste der Mani entlang, das ist ja der zweite Finger der Peloponnes-Halbinsel, die soll sehr schön sein und die schauen wir uns jetzt als nächstes an und ja, hoffen, dass wir auch da wieder schöne Stellplätze finden. Weiter geht's! Ja, da bin ich gerade fertig und habe mein Autoputzgewissen mal wieder ein bisschen beruhigt. Da fängt es jetzt natürlich an zu regnen. Naja, halb so schlimm. Ja, wir sind jetzt doch erst noch einmal hier eingekehrt, oberhalb von Kalamata. Ganz einfach, weil ja, die Fahrt an der schönen Küste entlang wollen wir gerne machen, wenn die Sonne scheint und man ein bisschen mehr sehen kann als heute. Na, heute haben wir nicht so richtig Glück. Daher ja, verbringen wir jetzt die Nacht an dieser schönen kleinen Kapelle und hoffen, dass morgen wieder die Sonne scheint. Jetzt haben wir gerade noch gesehen, dass hier auch ein Wasseranschluss ist. Sehr, sehr cool. Das nutzen wir gleich, weil wir haben ja gestern geduscht und unsere Wassertanks können ein bisschen Füllung vertragen. Da war die Gier wieder größer als die Pfanne. Ja, wir mussten leider 2 Tage hier bleiben, weil es so geregnet hat. Aber jetzt scheint die Sonne wieder und jetzt macht es bestimmt sehr viel mehr Spaß, an der Küste entlang zu fahren.
on a love, but it's frost and nice time. Much but a light from a falling sky. Apply to the forces above us like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us. We fell for the light of a foreign sky. Applying to the forces above this light. Mit diesen Bildern läuten wir das Ende der Episode ein. Das nächste Mal melden wir uns von der Mani, quasi von der Halbinsel der Halbinsel. Hier sind wir jetzt schon seit ein paar Tagen und können euch sagen, es ist wirklich wunderschön. Seid also gespannt aufs nächste Video, wir sind sicher, es lohnt sich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es dem YouTube-Algorithmus und lasst uns wie immer gerne einen Daumen hoch da. Liebe Grüße aus der Ferne, bis zum nächsten Mal. So much to the poltergeist. So hold on a love, but it's frost and nice time.